Disclaimer: Das folgende Video ist nicht für Kinder. Es dient einzig und alleine der Unterhaltung und sollte auf keinen Fall ernst genommen werden. Alles, was hier erzählt und gezeigt wird, soll als Witz dienen. Also nicht aufregen und jetzt viel Spaß beim heutigen Video. Englische Untertitel sind hier bei diesem Video ebenfalls vorhanden. Wir schreiben das Jahr 1999. Es war ein ereignisreiches Jahr. In diesem Jahr wurde der Euro ins Leben gerufen. Es gab Luftangriffe der NATO auf Jugoslawien und generell den gesamten Kosovo-Konflikt. Es gab große Fortschritte in der Medizin, darunter zum Beispiel auch neue Diagnoseverfahren und Therapiemethoden. Aber auch wurde Amerika von einem Mann terrorisiert. Ein Mann, durch dessen Hand unzählige Menschen ihr Leben verloren. Dieser Mann ist Jonathan J. Schlatt. Ihr kennt ihn heute vielleicht als Schlatt, Big Guy, Schlott, Schlag oder unter vielen anderen Namen. Heute sieht es so aus, als wäre ein normaler Content Creator und Streamer, der sehr gläubig und religiös ist, Waffen liebt und vielleicht ein paar Aggressionsprobleme hat. Der typische Amerikaner also. Doch unter diesem sexy Bart und diesem maskulinen Äußeren steckt ein Mann mit einer dunklen Vergangenheit. Doch was hat er getan? Wie nannte man ihn damals und wie hat er seine Spitznamen bekommen? Und wie viele Menschen hat er im Endeffekt wirklich auf dem Gewissen? Darüber reden wir heute und damit hallo und willkommen hier bei Hilgard Stories. Mein Name ist Hilgard und lasst uns doch direkt mal starten. Lehnt euch also zurück und erfahrt die dunkle Wahrheit über den großen Streamer J. Schlatt. Wir konzentrieren uns hier vor allem auf seine Taten von 1999. Bekannt ist auch, dass er im vorherigen Jahr in Downtown Chicago sein Unwesen getrieben hat. Obwohl er auch am 17. Januar 1999 einen Mann mit einer Waffe am Kopf bedroht hat, wobei dieser aber fliehen konnte. Aber auch in den Jahren davor und danach hat Schlatt nicht locker gelassen. Aber das sind Geschichten für ein anderes Mal. Eine der ersten wirklich dokumentierten Straftaten war eine Schießerei bei einem Live-Konzert, wo Schlatt das letzte Mal My Way gesungen hat. Am Ende seiner Vorführung hatte er eine Waffe gezogen und auf die Gäste der Show geschossen. Davon gibt es aber auch ein paar Audios. Hören Sie hier mal rein. Wie viele Opfer es hierbei gab, ist unbekannt. Wir hören hier aber 3 Schüsse. Daran können wir ableiten, dass es wahrscheinlich 3 Tote bei diesem Konzert gab. Also zumindest von denen wir wissen. Danach ist immerhin die Aufnahme abgebrochen. Das war also der Anfang von 1999. Und über das Jahr hinweg hat er mehrere Namen wegen seinen kranken Spielchen und Taten erhalten. Man nannte ihn zum Beispiel Mr. Knife, weil er damit 1999 auf brutalste Art und Weise Menschen abgestochen hat. Aber auch den Blade Runner, weil er ein 12-jähriges Mädchen in den Wald gelockt hat und es dort brutalst aufgeschlitzt hat. Oder auch Steel Toe, weil er auf unmenschlichste Weise 7 Frauen mit seinen Steel Toe Timberlane-Stiefeln erledigt hat. Ein weiterer Name für diesen Mann war auch der Swordman, weil er mit einem Schwert einen Massenmord an öffentlichen Orten veranstaltet hat. Wie viele Opfer es hier gab, ist allerdings nicht klar. Weil es sich aber um einen Massenmord handelt, gab es hier mindestens 3 bis 4 weitere Opfer. Aber das ist noch lange nicht alles. Auch hat Schlatt Erfahrungen mit Baseballschlägern. Damit hat er nämlich 5 Menschen auf brutalste Art und Weise ermordet. I'm very familiar with baseball bets. You know why? Because I brutally murdered 5 people with one back in 1999. Dies erwähnt er sogar nochmal in einem anderen Stream, was es generell einfach nochmal bestätigt. Dort stellte sich heraus, dass es sich um eine Familie von 5 Personen handelte. Von diesem Vorfall gibt es ebenfalls noch Live-Nachrichtensendungen. Es war wirklich ein furchtbarer Tag damals. Ein weiterer Vorfall war der mit einer Klimaanlage. Diese hat er aus einem Fenster gestoßen und damit 6 Menschen getötet, obwohl er ursprünglich nur einen damit erschlagen wollte. Auch hat er einen Obdachlosen mit einer Dose Bohnen erschlagen oder 3 Kinder an einem Mittwoch erledigt. Auch redet er davon, was er Schlimmes mit Frauen in 99 getan hat. Dies zeigt sich auch hier nochmal, wo es um 3 tote Frauen geht und er damit konfrontiert wurde. Über dieses Jahr hat der Big Guy also einiges an Schaden angerichtet und viele Menschen sind an ihm zerbrochen. In einem Stream hat eines von Schlongs Opfern ihn sogar live exposed und ihn auf den Vorfall vom 9. April 1999 angesprochen. Was dort wirklich passierte, weiß man aber nicht. Generell erwähnt er aber ziemlich häufig, was er 1999 getan hat. Doch trotzdem läuft dieser Mann noch frei draußen herum, trotz seiner blutigen Taten und Opfer. Und es ist ganz klar, dass die Behörden Angst vor ihm haben und versuchen, ihn zu besänftigen und ruhig zu halten und es teilweise ganz klar auch vertuschen.
Kennt ihr zum Beispiel den Film American Psycho mit Christian Bale von 2000? Dieser Film ist inspiriert an den grauenvollen Taten des Jonathan J. Schlatt, was sogar hier nochmal ausdrücklich erwähnt wurde. Naja, Sie wissen ja, dass die Geschichte von American Psycho eigentlich an den Taten von 1999 inspiriert ist. Allerdings könnten wir den Film dann doch nicht so grausam gestalten, wie es in der Realität passiert ist. Das wäre dann doch zu viel gewesen für die Zuschauer. Aber ja, es ist tatsächlich an genau diesen Ereignissen inspiriert und es spiegelt schon ganz gut wider, was dort wirklich passiert ist. Hier wird wieder einmal gezeigt, was für einen Einfluss dieser kranke Mann wirklich hatte und auch noch hat. Doch kommen wir mal zu der tatsächlichen Opferzahl. Wie viele Menschen in 1999 letztendlich wirklich durch die Hand von J. Schlatt gestorben sind, ist unklar. Unsere Recherchen, die ihr zuvor auch gehört habt, haben ergeben, dass es mindestens 33 Opfer waren. Wobei die Dunkelziffer hier ziemlich hoch sein dürfte, da manche Events nur recht vage erzählt wurden oder weil es von manchen Geschehnissen keine Aufzeichnungen mehr gibt. Es ist also klar, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher sein muss und wir weiterhin nachforschen werden, was sonst noch passiert ist und wie viele Opfer es tatsächlich in diesem Jahr gab, damit dieser Mann endlich seine gerechte Strafe bekommt. Aber 1999 war nicht das einzige Jahr für ihn. Im nächsten Teil werden wir dann über weitere Verbrechen des Jonathan J. Schlatt aus anderen Jahren reden. Darunter auch den Tesla-Vorfall, warum man ihn den Hookman nennt, oder auch über den Jenga-Livestream vor großem Live-Publikum, in dem Schlatt mehrere große Content-Kreatoren angegriffen, verletzt und sogar umgelegt hat. Schalten Sie daher auch wieder beim nächsten Mal ein. Und mein Team und ich hoffen, dass euch das heutige Video gefallen hat. Wenn ihr etwas Spaß hattet, dann lasst diesem Video doch sehr gerne einen Like da, abonniert auch gerne diesen Kanal hier für mehr solchen Content und schaut euch jetzt auch definitiv dieses Video hier an. Hier rede ich darüber, warum heutige Werbungen echt nervig sind. Es ist ein Top-Video, also schaut da gerne mal rein. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Macht es gut, meine kleinen Flöckchen, und bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt vor J. Schlatts Zorn fliehen. Bye!